habe ich gerade mit der... Ist es so eine Videogeschichte, dass man grundsätzlich überhaupt immer gleich draufhält, wenn irgendwas ist? Du sollst nicht dich beschweren, sondern du sollst uns heute was ganz Interessantes Aber es ist doch immer grundsätzlich... Also ich habe gerade gegessen und heute ist Tag 2 bei Andrew Sandler. Ich weiß jetzt gar nicht, in welche Reihenfolge die Filme kommen, ist auch völlig egal, ehrlich gesagt. Ich habe gerade noch ein Paket bekommen von ITC, netterweise für unseren US-Distributor hergeschickt worden, weil wir mal zeigen wollten, wie man heute modern und einfach auch Lichtspektrum wieder zusammenbringt in der Versorgung von Aquarien. Für die Amerikaner ist es relativ neu, dass diese Lichtintensität, Strahlung, die wir im Becken reingeben, natürlich auch mit der Versorgung was zu tun hat. Und weil er total viele Becken hat und hinten vor allem schon Testbecken aufgebaut haben zwischen HQI und LED, will ich das jetzt mal nutzen und will einfach mal mit euch rübergehen in seinen hinteren Raum, um mal zu zeigen, wie brutal unterschiedlich das ist. Weil heute kennt ja keine Sau mehr. Piep. Dieses Thema mit den Unterschieden dran und warum, wieso und warum die einen schreien, ist so viel toller wie das andere. Und das gehen wir jetzt einfach mal gerade durch. Alleine aufgrund der Tatsache, dass ich es installiert kriege unter 2 Minuten, allein das ist schon ein... was auch immer die da gemacht haben, es ist keine App, es ist nur eine Webseite, man nimmt den Stecker, man steckt in den Rechner und was soll ich sagen, es funktioniert. Wie war das mit Werbung? Ja. Haben wir das auch immer gesagt, ne? Also das ist eine Werbesendung für ITC PARwise, ein bisschen für mich, aber naja, PARwise diesmal. Wir haben ihn da, gehen wir jetzt einfach mal rüber, ich muss jetzt den Rechner mitnehmen, weil auf meinem Billig-Handy von Apple funktioniert es nicht, man braucht eine Android-Version und dann gehen wir jetzt einfach mal durch. Unser Freund Alex ist gerade dann installiert einer seiner Abyss-Pumpen hier für das Becken rein, weil halt natürlich neben Licht und Versorgung auch die Strömung so unfassbar wichtig in einem Aquarium ist und sehr häufig leider auch unterschätzt wird. Und das ist jetzt insofern spannend, weil wir gerade einen Taucher im Becken haben. Man kann mal hinten reingucken, die Michelle ist gerade da, die unten jetzt da im Becken schon wieder dran arbeitet. Da sind jetzt gerade die Atemblasen hervorgekommen. Und sie haben das sehr schlau gemacht beim Aufbau vom Aquarium. Wir hatten ja im vorherigen Video schon gezeigt, dass hier hinten ein Wartungsbereich ist, wo die Sonden drin hängen können und ein bisschen lichtgeschützt sind und auch Strömung durchgehen kann. So, natürlich wächst hier hinten, haben sie jetzt nichts bepflanzt. Wäre natürlich eine ideale Ecke für Tubastrea. Ja, sensationell, aber man muss halt ehrlich gesagt sagen, in so einem Becken mal ranzukommen, regelmäßig zu füttern bei der Menge an Fischen, ist es halt auch was anderes wie in einem Heimaquarium. Aber wir gehen einfach mal durch das Labor von ihnen. Und hier stehen schon mal 2 Aquarien, die sie jetzt als Testbecken aufgebaut haben, auch eigener Kreislauf. Da haben sie jetzt die Korallen von Jake Adams reingemacht. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, Jake Adams war ein sehr bekannter, muss leider sagen war, ein sehr bekannter Blogger in den USA, der den Reef Builders Blog betrieben hat. Und der ist auf einer seiner Reisen plötzlich verstorben letztes Jahr. Blöde Geschichte, um es mal so auszudrücken. Auf jeden Fall haben sie hier von Polo Reef seine Tiere gekauft, haben ein paar ganz seltene Montipora-Arten und Zeug hier mit drin und testen jetzt den Unterschied auch mit Produkten zwischen den HQI-Lampen, die sie da oben drin haben, so Radiumbrenner und eben Ecotech plus Zusatz-LED. Wir gehen aber erst im hinteren Becken. So, müssen wir hier einmal durch. So, bei diesem Becken jetzt ist es einfach so, dass wir hier was ganz Spannendes haben. Auch hier haben sie wieder zweimal HQI drunter, wenn du mal drunter schauen kannst. Das war eine ganze Zeit lang, ich denke bis vor 6, 7 Jahren war das eigentlich, auch bei uns haben immer mehr Leute diese Großreflektoren genommen und eben mit den Schraubsockelbrennern 250 Watt und haben die als HQI-Licht benutzt. Und da sieht man das Gegenstück rechts und links unter der Radion, ich glaube es sind G5 und G6. Ne, sind G6, was die drin haben. Wo sie jetzt zum Beispiel LPS oder in dem Umschwang hier dann auch wieder SPS haben. Da das eine Wasserkreislauf ist, auch in Verbindung mit dem Großbecken drüben, ist es eigentlich das, was so spannend ist und was so extrem selten zu sehen ist. Weil wir haben hier unterschiedliche Höhen, was man nicht vergessen darf. Das Becken hat ja schon mal weit weniger Tiefe wie das da drüben. Und wir arbeiten mit einem völlig anderen Spektrum und entsprechend sehen auch die Korallen
völlig anders aus. Wenn ich jetzt in der Blue-Sektion hier rüber gehe, dann kann ich dieselbe Situation an den Korallen hier teilweise entdecken, die ich auch im großen Becken entdecke. Allerdings zeigen die sich ein bisschen anders. Also wie zum Beispiel bei der Anacropora, dass sie relativ hell ist. Mangelndes Wachstum bei den grünen Stackhorns zum Beispiel. Auch keine saubere Ausfärbung der Ringe im Bereich der Montiporas. Fehlende Farbe auch bei dieser Montipora, beziehungsweise auch die ein bisschen Fluoreszenzmangel zu knubbeligen Wuchs bei den Tenuis. Gehe ich jetzt dasselbe Licht wieder rüber bei der HQI, habe ich praktisch auch wieder die Ausbleichungserscheinungen, weil wir eine ganze Zeit lang mit dem Jod dort bei 30 Mikrogramm waren. Das heißt, es ist also viel zu wenig. Fluor war zu niedrig, Molybden war zu niedrig auf 7, 8. Eine sehr gefährliche Situation, die auch schon dazu geführt hat, dass im Bereich des Starklichtes hier Algenwachstum, zum Teil auch schon Dinoflagellatenwachstum, man sieht es ja an den Fäden, seht ihr das? Das ist schon der Beginn von Dinoflagellaten. Das hat damit was zu tun, dass 3 der Hauptstoffe, die hier in dem Becken fehlen, die sind jetzt nachgegeben worden sind, zuzüglich der Lichtintensität, des Strahlungsstresses dafür sorgen, dass die Korallen nicht mehr mit der Lichtmenge zurechtkommen können. Jörg Kockott hat es mal ganz toll gesagt, indem er gesagt hat, die Lichtmenge ist wie das Gas bei einem Fahrzeug. Wenn ich Vollgas gebe, muss ich natürlich auch mehr Benzin reintun, mehr Öl und mehr Kühlflüssigkeit haben. Und Fakt ist, es ist genau das Gleiche hier auch. Und das wird nur immer so missverstanden, weil ich auf der einen Seite das helle Licht habe, für uns optisch enorm helle Licht. Und schau mal, wie die Montipora da hinten in der Mitte zum Beispiel aussieht, ja? Die das noch wunderbar mitmacht. Aber gehe ich jetzt auf die Bereiche der Anacropora da hinten, dann fliegt die mir fast um die Ohren. Der die ganzen Zooxanthellen schon rausgeballert, um den oxidativen Stress zu vermeiden, den sie hat, weil sie nicht die entsprechenden Elemente hat, um damit umzugehen. Es ist also von der Größe des Beckens und von der Art der Tiere, die drin sind, gar nicht das Thema, dass 2 mal 250 Watt zu viel sind. Es ist schlichtweg und einfach das Problem, dass sie damit nicht umgehen können. Also, erste Möglichkeit, die ich machen kann, ist, ich reduziere das Licht. Das ist die eine Sache. Das ist easy. Ist aber blöd bei den HQIs, weil da geht es an und aus. Bei den LEDs kann ich halt runterfahren. Zweites Thema jetzt. In dem Fall weiß ich, was da los ist, weil ich sehen kann. Wenn ich das nicht weiß, dann gehe ich halt hin, mache eine ICP zur Not. Und dann kann ich anhand den verschiedenen Elementen und auch den Beschreibungen, wie wir sie auf der Webseite haben, natürlich auch schon erkennen. Oder ich gehe zum Supporter, der das weiß, und kann dann schon sehen, oha, ich muss Molybden und Zeug hochnehmen. In dem Fall weiß ich das, mache ich das, tue aber gleichzeitig, um das ein bisschen gegenzuwirken, vielleicht die Lichtzeit vom HQI reduzieren. Runter machen bis 6,5 Stunden. Sie brauchen keine 10, 11, 12 Stunden brennen, schon gar nicht, wenn ich dann Strahlungsstresssymptome im Becken habe. Es ist also jetzt nicht nur gesagt, ach ja, viel Strahlung oder ich habe keine Versorgung, sondern eben die Kombination aus diesen beiden Dingen macht es so wichtig. Wenn wir jetzt das PARwise nehmen, sieht man auch, worin sich das Licht auch dann unterscheidet. Also wir gehen mal irgendwo ähnlich drunter, sagen wir mal, so 20 cm gehen wir mal drunter. Sieht man hier einen ganz klaren Blaupeak, also energieintensives Licht in dem Bereich bis 380. Gewertet wird das von der PAR aber in der Einstellung nicht. Das muss man dazu sagen, weil in der Einstellung wird ab 400 bis 700 im Moment genommen. Wie geht denn das jetzt hier mit den... Ein paar Sekunden später. Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass ich jetzt mit dem Pflanzenlicht gearbeitet habe. Jetzt habe ich mir den Spaß mal umgestellt. Es gibt also eine Riff-Sektion. Da sind wir jetzt, aber hier hat er die Einstellung auch noch. Ich weiß, dass man es abändern kann, aber wir haben jetzt hier den PAR-Wert, also Mikromol, den er da angibt, von 400 bis 700. Ich bin da nicht so ein Freund von. Ich hätte es gern von 380 bis 770. Das wird demnächst aber umgestellt, damit wir die größere Breite kriegen und auch die Intensität in den energiereichen Strahlungsbereichen auch haben. Also gehen wir jetzt so 20 cm direkt unter das Licht, sieht man schon, sind wir so bei 640, 650 Mikromol pro Quadratmeter pro Sekunde, wie man so schön sagt. Und sobald ich jetzt ein bisschen runter gehe oder an die Seite gehe hier ran, dann sieht man, da geht es schon zum Teil ganz gewaltig runter, bis auf, wenn es mal schräg halten, richtig, bis auf 250. Das heißt, ich habe dort gar nicht so einen riesigen Stress, weil ich noch in einem relativ geringen Rahmen bin. Also ich würde Teil der Tiere, würde ich mal so frei weg bei 600 rumhalten, 400 bis 600. Da würden die mir aber echt unterm Hintern wegbrennen.
Vor allem, wenn ich jetzt noch weiße Lampen dazu schalte, die ja wiederum einen Teil Blaulicht enthalten. Das sind ja Mischlampen. Und dann hätte ich hier in dem Becken gewaltig Probleme. Nur durch die Tiefe und durch die Anordnung kriege ich jetzt nicht so viel Mikromol da auf das Ding drauf. Sehr blaulichtig, sehr starke Fluoreszenzausbildung. Sehe ich hier nicht, weil ich ein anderes Spektrum habe. Bin hier schon teilweise bis 330, 312 hoch und habe dann aber auch noch einen sehr viel höheren Bereich, im Bereich um 380. Seht ihr das? Das ist natürlich anders. Ich kann mal die zweite noch probieren, was mit der ist. Die geht sogar bis 700 etwa. 20 cm tief. Und da seht ihr schon, dass es einfach auch zum Teil ein bisschen eine andere Spektrumszusammenstellung ist. Und viel höherer Bereich bei 380. Das heißt, die Energieintensität ist einerseits hier für die Korallen höher, fehlt die Versorgung, wie wir ja über die ICP wissen. Also Anpassung des Lichts, Versorgung anstellen und schon habe ich das Problem gelöst. Warte ich jetzt aber noch, wenn der jetzt noch 2 Wochen weitermacht, haben wir ein Problem. Das hat aber den Effekt, warum ich hier Dinoflagellaten habe. Drüben beginnt es jetzt zwar auch schon, aber ein anderes Thema. Und nur 1, 2 Korallen, das damit ganz gut klarkommen. Es ist einmal die höhere Energie, die trotz dem Messgerät und nicht richtig nutzen, da reingeht, flacheres Wasser und die mangelnde Versorgung, die schon seit Wochen einherlegt. Und deswegen kriegt er hier Cyanos oder Dinos. Und deswegen kann man das eigentlich schon an den ICP sehen, ob jemand in eine bestimmte Richtung läuft oder nicht, ob die Korallen dann eben krank werden oder nicht, je nachdem, wie die Nährstoffe, Spurenelemente, Makroelemente, Mikroelemente miteinander verwoben sind. Weil das eben alles miteinander zusammenhängt, aber eben auch das Licht. Und deswegen ist es hier gerade mal so spannend, weil wer von uns hat jetzt schon HQI? Wir haben sie alle runtergeworfen. Ach so, ja, es ist ein und derselbe Wasserkreislauf. Hast du aber vorhin schon gesagt. Habe ich vorher schon gesagt. Und das Ding hängt auch noch mit dem großen Becken zusammen. Also, jetzt habe ich da drüben 80.000 Liter. Ehrlich, die ändern sich jetzt nicht von heute Morgen oder machen so ein Problem. Er wird da drüben im großen Becken auch noch irgendwann die Probleme kriegen. Haben sie jetzt mittlerweile angepasst. Wir hatten eine ICP geschickt und haben das jetzt mal ein bisschen interpretiert und schulen jetzt auch die Mitarbeiter da vor Ort, damit wir überhaupt mal wissen, worauf die drauf gucken. Weil wenn mal so eine 80.000 Liter Kiste kippt und da Dinos reinkommen, dann wird es echt richtig lustig. Weil da ist nichts mehr mit, ich hole eine Koralle raus oder schrubb mal was ab. Und da die hinteren Becken miteinander konnektiert sind, dass sie dasselbe Licht verfügen, nur eben halt in einer anderen Intensität, Höhe und es sogar dieselben Korallen sind. Deswegen kann man hier drin endlich mal was machen und deswegen bin ich ganz froh, dass wir hierher gekommen sind und die Videos gemacht haben. Weil das können wir bei uns zum Beispiel gar nicht zeigen, weil, was soll ich sagen, das Dumme ist, ich habe halt keine Dinos. Das ist so ein bisschen das Problem. So. Weil ich halt eben darauf achte. Also, wenn ihr das beachtet, habt ihr keine Dinos. Das ist euer Dino-Problem und euer Cyano-Problem. Fass nochmal das ganz in 1, 2 einfachen Sätzen zusammen, was man beachten sollte. Also, erstmal, wenn man richtige Produkte nimmt, sind die Stoffe schon drin, die sowas verhindern. Das Zweite ist, dass man, wenn man regelmäßig sein Wasser testet, eine gewisse Disziplin hat, also wirklich einmal ein paar Mal ICPs macht, einen Berater wählt, mit ihm durchgeht und schaut, dass die Werte in diesen Relationen sind, wie wir das sagen, dann hast du dieses Problem in der Regel nicht. Außer du vergiftest das, also du machst irgendeinen anderen Blödsinn, den ich nicht sehen kann. Ja, Überdosierung von irgendwas, hohe Salinität kann auch mal so ein Problem lösen. Aber selbst dann ist die Problematik lange nicht so schwierig, weil das Fluor zum Beispiel und das Jod und auch das Brom, die verhindern Wachstum von Bakterien. Sie härten auch Korallen gegen ab. Deswegen nehmen wir ja Fluor für unsere Zähne. Das ist ja nicht umsonst deswegen da. Das fehlt ihnen da. Und ich höre halt immer die Argumentation, na ja, ist nicht so wichtig. Ja klar, der es nicht misst, für den ist das nicht wichtig. Wenn man dann aber die Effekte halt dann dran sieht und man muss es unterschiedlich einstellen oder man arbeitet mit Adsorbern, die einen Einfluss darauf haben, dann kreiert es eben genau die Probleme. Und das kann man vermeiden, indem man von Anfang an ein bisschen investiert in eine saubere ICP, vor allem die, die es können. Und gibt ja genug Labore, die das sauber messen können. Dann kann man sich das angucken, geht in die Referenzlinien rein. Ob die nun ein bisschen höher, niedriger sind, ist im Großen und Ganzen spielt das nicht die Rolle. Die Details nachher, die tun wir, damit wir Korallen ausfärben, damit die letztendlichen Schliff kriegen. Die letzten 10%, die wir da machen. Aber das Wichtige ist einfach, und deswegen können wir immer den Kreis schließen zu günstigen Produkten, teuren Produkten. Es ist sehr teuer, Fluor und solche Elemente in Produkte so reinzubringen, dass man Arbeitsschutz hat, dass die richtig da drin sind, dass die sauber verarbeitet sind und auch keine Gefährdung dann darstellen, wenn es mal ein Kind in der Hand hat.
Das ist Produktqualität und Verantwortung, wie man ein Produkt heutzutage macht. Und diese Unterschiede gibt es in den Produkten ganz arg und genauso wie bei technischen Produkten. Sogar oftmals viel mehr, weil man es eben nicht sehen kann, weil ein weißes Pulver halt nicht immer nur gleich Salz ist. Wie gesagt, ich fand es halt einfach cool, das halt mal zu zeigen und Tobi guckt auch schon die ganze Zeit rein, wie stark und wie extrem der Unterschied da ist. Und obwohl jetzt die LPS da drüben noch keinen Muckser machen im Großen und Ganzen, wobei es auch nicht stimmt, wenn man nicht mal genau hinschaut, dann sieht man schon, dass die Acanthophylla sich schon anfängt auszubleichen, die Chalice fängt an auszubleichen, das Gold ist nicht sauber. Die Farbe bei den Caulastreas zum Beispiel zeigt schon mal ganz deutlich partielle Aufhellungen in der Mitte, die schon erstes Warnzeichen sind. Euphilia da oben hat schon RTN, STN, es geht schon los. Und auch da sieht man es eigentlich, wenn man natürlich mal richtig reinguckt und die Unterschiede kennt, wie was aussehen kann und was nicht. Müsst ihr zu Hause nicht immer können, das ist unser Job, deswegen haben wir die Erfahrung dafür. Bei fremden Kunden ist es auch immer super einfach, im eigenen Becken ist es immer ganz schwierig. Also, wenn Fragen seid, nochmal zu Licht irgendwas, ich mache auch Teil 3, Teil 4, Teil 5, dann schreibt alles unten rein, Kommentare. Ich weiß, gut für den Algorithmus, guckt mir das dann an und dann wird man sicherlich was machen. Also vielen Dank Leute, hat echt Spaß gemacht mal wieder heute und vor allem mal in Good Old America. So, hier ist unser Kumpel Rashid noch. Bye bye. What's up? Yes, that's the cool American guy. Hey, what's up guys? Hey. Bro, So, what's up? and 100% he likes rap music. Right? No? I like house music. House. This is just a hack. Ah, come on. Only metal, my friend. Here, I hope rock, to see you guys rock and tomorrow riff. I hope Bye-bye. to see you.